Im Kruger-Nationalpark in Südafrika gelten Löwen seit jeher als Machtsymbol der Savanne. In einem Löwenrudel übernimmt der männliche Löwe die Rolle des Anführers, der das Rudel bei der Jagd anführt und das Territorium verteidigt. Dieser männliche Löwe war einst ein berühmter Krieger, der von allen Feinden gefürchtet wurde. Im Laufe der Jahre ließen seine Gesundheit und Kraft jedoch allmählich nach. Das einst dichte, glänzende Fell war nun verfilzt und schmutzig. Die einst starken Beine zittern jetzt bei jedem Gehen. Seine Jagdfähigkeit wird immer schwächer, nicht mehr so wie früher. Die Löwinnen im Rudel wurden langsam ungeduldig und unzufrieden. Der Respekt vor dem alternden Führer schwand allmählich. Sie begannen, in privaten Zusammenkünften zu flüstern und zu diskutieren. Eines Morgens, noch bevor die Sonne hoch aufgegangen war, beschlossen die Löwinnen, etwas zu unternehmen. Sie schlossen sich zusammen, um den männlichen Löwen mit ihren Reißzähnen und Klauen anzugreifen. Der schwer verletzte Löwe konnte nur noch vor Schmerz brüllen und davonlaufen. Blut lief über sein dunkelgoldenes Fell. Da es keinen Ausweg hatte, taumelte es von der Herde weg. Es irrte verzweifelt durch die sonnenverbrannten Graslandschaften. Von der einst majestätischen Gestalt ist heute nur noch eine erbärmliche Härtlichkeit übrig. Jeder Schritt ist schmerzhaft und ein Stöhnen der Verzweiflung. An seinem Körper waren tiefe, offene Wunden ein bitterer Beweis der Verlassenheit. In den einst scharfen goldenen Augen war jetzt nur noch Traurigkeit zu sehen. Es ging einfach weiter, ohne zu wissen, wohin es ging. Schließlich sah es ein kleines, einsames Holzhaus am Rande des Reservats. Dort lebte die alte Dame Margret allein, nachdem sie in Rente gegangen war. Margret war früher in genau diesem Tierheim als Tierarzthelferin tätig. Sie liebte Tiere von ganzem Herzen und kümmerte sich ihr ganzes Leben lang um sie. Ihr Holzhaus liegt eingebettet zwischen grünen Bäumen und Wildblumen. Als Margret an diesem Nachmittag das Haus putzte, hörte sie schweres Atmen im Hof. Sie blieb stehen und lauschte dem seltsamen Geräusch. Vorsichtig öffnete sie die alte Holztür und trat hinaus. Der Anblick vor ihren Augen ließ sie innehalten. Ein riesiger männlicher Löwe, blutüberströmt, lag regungslos im Vorgarten. Sein Fell war mit Blut und Schlamm verklebt, sein Körper zuckte leicht. Margret verstand sofort, dass sein Zustand äußerst kritisch war. Ohne zu zögern rannte sie ins Haus, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Sie kramte nach Bandagen, Antiseptika und grundlegenden Erste-Hilfe-Artikeln. Sie drehte sich um und näherte sich dem Löwen mit leichten Schritten. Der Löwe reagierte nicht, da er zu schwach war, um die Gefahr wahrzunehmen. Margret setzte sich daneben und begann, seine Wunden zu reinigen. Sie saugte das Blut vorsichtig mit einem sauberen Handtuch auf und desinfizierte dann jeden Bereich. Dann wickelte sie vorsichtig einen Verband um das verletzte Vorderbein. Ihre Gesten waren voller Geduld und Liebe. Obwohl sie einem gefährlichen wilden Tier gegenüberstand, zeigte sie keine Angst. Margret wusste, dass das Tier ohne Erste Hilfe sterben würde, bevor die Rettung eintraf. Nachdem der Verband fertig war, stellte sie eine Schüssel mit sauberem Wasser neben den Löwen. Sie rannte schnell ins Haus und rief die Ranger. Während sie wartete, saß sie auf der Veranda und ließ das Tier nicht aus den Augen. Einen Moment später öffnete der Löwe leicht seine Augen suchten nach Leben. Es sah die kleine Frau und zeigte keine Feindseligkeit. Ungefähr 10 Minuten später trafen die Ranger in einem Pickup ein. 3 Mitarbeiter kamen schnell mit spezieller Rettungsausrüstung herbei. Sie waren überrascht, dass die Wunde sorgfältig behandelt worden war. Sie haben ihm das Leben gerettet, sagte ein junger Ranger. Margret lächelte nur bescheiden und ihre Augen glänzten vor Zufriedenheit. Sie legten den Löwen vorsichtig in den Lastwagen und verschlossen den Käfig sicher. Als das Auto losrollte, blieb Margret stehen und beobachtete es ängstlich. Der Löwe wurde in die Tierklinik des Naturschutzzentrums gebracht. Hier beginnt das tierärztliche Team mit der intensiven Behandlung. Sie nähten die tiefen Schnittwunden und gaben ihm zusätzliche Flüssigkeit. Der Löwe wurde Leo genannt und symbolisierte unnachgiebigen Stolz.
Die ersten paar Tage lag Leo einfach nur still da und aß und trank nicht. Die Ärzte kümmerten sich abwechselnd um das Tier und stellten geduldig seine Gesundheit wieder her. Eine Woche später begann Leo, seine ersten Fleischstücke zu essen. Seine Augen gewannen allmählich ihre Vitalität zurück. Das blutige Fell wurde nach und nach durch ein neues, glänzendes Fell ersetzt. Leo stand allmählich auf und ging langsam, aber stetig. Die Ärzte waren erfreut, als sie sahen, dass er Anzeichen der Genesung zeigte. Einen Monat später beschloss Margaret, Leo im Zentrum zu besuchen. Als sie sich dem Zaun näherte, erkannte Leo seinen Retter sofort. Es näherte sich langsam, seine Augen waren voller Zuneigung. Leo streckte zur Begrüßung ein Bein durch das Gitter. Margaret war gerührt und legte ihre Hand auf den riesigen Fuß, während Tränen ihre Wangen hinabrollten. Niemand sagte etwas, aber der Zusammenhang war offensichtlich. Von diesem Tag an besuchte Margaret Leo regelmäßig jede Woche. Sie brachte frische Fleischstücke mit, die Leo liebte. Auch Leo wurde jedes Mal glücklicher, wenn er sie sah. Die Iraner begannen, Margaret mit dem Spitznamen Löwenmutter zu nennen. Als Leo sich vollständig erholt hatte, beschloss das Zentrum, ihn wieder in die Halbwildnis zu entlassen. Das Gelände war groß, sicher und beaufsichtigt, was für Leo perfekt war. Margaret kam immer noch regelmäßig zu Besuch und saß am Zaun, um Leo Geschichten zu erzählen. Leo lag oft da und hörte zu, wobei sein Schwanz bei jeder Geschichte sanft wedelte. Eines Nachmittags, als der Sonnenuntergang die Prärie golden färbte, saß Margaret an den Zaun gelehnt. Leo lag nicht weit entfernt, die Augen halb geschlossen, und sah absolut friedlich aus. Zwei Seelen, eine menschliche und eine tierische, finden Zuflucht beieinander. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ließ Margaret keinen Besuch aus. Leo begrüßte sie immer mit den sanftesten und aufrichtigsten Augen. Die berührende Geschichte von Margaret und Leo verbreitete sich schnell im gesamten Krüger Nationalpark. Touristen und Naturschützer bewundern diese magische Freundschaft. Sie nennen es das Wunder der Liebe zwischen Mensch und Löwe. Ein einst ausgesetzter Löwe hat nun seine wahre Familie gefunden. Und eine alte Frau, die einst allein lebte, hat jetzt eine besondere Freundin, mit der sie ihre letzten Jahre verbringen kann. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.